Also, hallo, ich bin die Sophia, ich bin 17 Jahre alt und wollte euch ein paar Fragen zur Skoliose beantworten. Die erste Frage wäre, warum trägst du ein Korsett? Also ich trage ein Korsett, weil ich die Diagnose Morbus-Scheuermann bekommen habe. Man kann sich das so vorstellen, als hätte ich so einen Rundrücken. Man sagt dazu auch Rundrücken oder Buckel. Und das Korsett soll mir halt einfach helfen, mich aufzurichten und das in die richtige Position zu bekommen, damit ich, wenn ich ausgewachsen bin, einen schöneren Rücken habe und keinen Hexenbuckel. Seit wann trägst du dein Korsett? Also ich habe es jetzt seit mindestens 6 Jahren und es ist mein 8. Korsett, da ich immer wieder ausgewachsen bin oder es kaputt war oder meine Diagnose sich verändert hat. Also meine Skoliose wurde erst vor 5 Wochen entdeckt in der Reha-Klinik in Bad Sobernheim. Da haben die Ärzte mir endlich mal geröntgt und sie meinten so, ja, wusstest du eigentlich, dass du eine Skoliose hast und das nur nicht mal mehr so harmlos? Das sind nämlich schon 27 Grad. Und dann dachte ich mir so, ja okay, danke, jetzt weiß ich, dass ich das auch noch habe. Entschuldigung, darf ich kurz zwischenfragen, warum bist du dann nach Bad Sobernheim überhaupt ursprünglich? Wegen Morbus-Scheuermann. Also Morbus-Scheuermann zur kurzen Erklärung ist, wie soll ich das erklären? Normal ist der Rücken wie ein S und bei mir ist es halt sehr ausgeprägt. Man geht halt ins Hohlkreuz, es macht einen dicken Bauch und dann nach hinten, dann fallen die Schultern so zurück. Was bewirkt ein Korsett? Das Korsett hilft eben bei der Aufrichtung, dass es in die normale Haltung gerät, was mein Körper nicht kann und kennt. Das ist anstrengend, sehr anstrengend sogar. Wenn ich das jetzt 23 Stunden täglich dann anhabe, ist es halt, dass sich der Rücken gar nicht mehr verformen kann, weil es eingeengt ist. Gab es am Anfang mal die Überlegung, eine OP durchzuführen lassen. Also die Überlegung steht einfach immer noch im Raum, da ich 78 Grad habe und bei 60 Grad sollte man operieren. Morbus-Scheuermann 78. Also die Kyphose. Die Lordose beträgt auch 77 Grad und die Skoliose 27 Grad. Ja, ich bin da jetzt nicht so der Meinung, weil ich einfach hoffe, dass ich das durchs Korsetttragen einfach noch beheben kann und nicht durch eine OP. Das ist nämlich meine letzte Lösung. Wie war die Anfangszeit mit Korsett? Was habe ich? Also die Anfangszeit war die Hölle. Mein erstes Korsett, da möchte ich mich, glaube ich, am liebsten gar nicht mehr dran erinnern. Das Korsett hat einfach immer irgendwie gedrückt oder es ist hochgerutscht oder irgendwas anderes, bis wir dann eine andere Korsettbauer jetzt haben, bei der Firma Polig endlich. Und seitdem passt das Korsett auch. Wie viele Stunden trägst du es? Ich habe es jetzt 23 Stunden an, 1 Stunde ist zum Umziehen und sowas, was halt ganz normal ist. Ich sollte es plus 13 Stunden tragen, aber da sich es in 4 Monaten verschlechtert hat, dachte ich mir so, nein, wir ziehen das jetzt durch. Und da, wo ich ja jetzt in der Klinik war, in der Reha-Klinik, die bestanden auch drauf, dass man es so lange anzieht. Am Anfang denkst du dir so, oh, beim Schlafen, nein, ich will jetzt hier rum, ich kann mich nicht drehen, was soll ich tun? Aber irgendwann stehst du da drüber und schläfst einfach ein und dann merkst du es, ja okay, es geht eigentlich schon. Welchen Sport machst du? Trägst du dein Korsett auch beim Sport? Also beim Sport darf ich es ablassen, das zählt als Tragezeit. Aber ja, man sollte halt aufpassen, dass man zum Beispiel nicht sowas macht wie Trampolinspringen, weil das der Wirbelsäule schadet. Aber sonst darf ich eigentlich auch jeden Sport machen. Ich gehe im Sommer viel schwimmen oder Stand-up-Paddling. Ich gehe noch ins Fitnessstudio für den Muskelaufbau, weil das gerade mit so einer Wirbelsäulendiagnose einfach sehr wichtig ist. Und das rät auch eigentlich ein normaler Arzt, der sich da ein bisschen auskennt, weil man braucht ein Muskelkorsett unter meinem Korsett. Also es ist unangenehm, ein Korsett zu tragen, besonders im Sommer. Und dann schwitzt man halt und dann sagen schon die Freunde so, ja dann zieh es doch einfach aus. Und du denkst dir so, ich weiß ganz genau, dass ich es nicht ausziehen kann und soll und darf. Und dann beißt man sich da schon ein bisschen durch. Es gibt ja auch ein paar Tricks, wie ich mich dann dadurch gebissen habe durch diesen Sommer. Mit
diesen Korsetthemdchen einfach in die Gefriertruhe einfrieren und dann sind sie schön kühl und dann kann man es auch schöner anziehen. Man muss es halt häufiger wechseln, aber die Gefriertruhe war halt dann voll mit Hemdchen. Wie sieht es kleidungsmäßig aus? Also man könnte mit Korsett schon alles tragen. Die Frage ist halt immer auf die Person bezogen, weil viele wollen nicht, dass man es sieht. Ich wollte es am Anfang auch nicht, aber uns wurde immer gesagt, umso mehr man versucht, es zu verstecken, umso mehr sieht man es. Klar, am Anfang war es komisch, weil ich bin mal durch den Westpark gelaufen und ich hatte das Ding bloß in der Hand. Und es wurde schon gesagt, so ja, was für ein Behindi, was die wohl hat und Beschimpfungen und sowas. Sowas gehört nicht auf diese Welt, aber eigentlich ist es ja nichts Schlimmes, sondern ein Hilfsmittel, genauso wie Krücken. Und warum sollte man einen Menschen verurteilen, nur weil er ein Korsett trägt oder Unterschenkelorthesen oder im Rollstuhl sitzt? Das ist nicht in Ordnung und ja, mir ist es mittlerweile egal, ich laufe damit offen rum. Von mir aus kann man es sehen, ich kann es nicht ändern, es gehört zu mir, es ist mein Teil von meinem Körper. Ich glaube, ich wäre nicht so stark, wenn ich das nicht bekommen hätte. Und das Korsett hat einfach einen anderen Menschen aus mir gemacht, dass es in Ordnung ist, so zu leben, wie ich bin. Und es wird ja auch in der Reha-Klinik sehr eingedonnert, sage ich jetzt mal so. Weil wir am Anfang alle schon das Korsett versteckt haben und auf einmal hat es einen Klick gemacht und wir sind alle ohne Oberteil rumgelaufen. Man hat es halt immer gesehen, als wären wir stolz drauf, dass wir sowas tragen dürfen. Eigentlich sollten wir es als Chance sehen, dass wir auch andere eben aufklären können darüber und helfen können. Weil wenn ich es verstecke, versteckt es der Nächste auch, weil er denkt, ja, muss man ja nicht sehen, ist vielleicht peinlich oder so. Aber es braucht ja gar nicht peinlich sein, weil es ist ja nichts Schlimmes. Musst du regelmäßig zu Ärzten und Physiotherapeuten? Also, ich gehe zweimal die Woche für 40 Minuten zur Schrottherapie. Das ist so eine Art Physiotherapie, speziell für den Rücken. Ich würde auch mal nachfragen bei den Ärzten, ob ihr das mal so erläutert bekommt und aber auch die Rezepte dafür. Denn es ist eigentlich die einzigste Physiotherapie, die effektiv hilft und schnell. Ich habe innerhalb 4 Wochen einen geraden Sitz erlangt und nicht mehr meine Lümmelhaltung, so wie es die Ärzte eigentlich immer nennen. Aber man lernt auch den Körper halt dadurch richtig kennen und man merkt die Wirbelsäule und man merkt die Muskulatur, wo fehlt. Sie zeigen dir halt auch dann, was du mit dem Korsett machen kannst und was nicht und wie du mit umgehen sollst. Auch die Physiotherapeuten sollen es dann weitermachen. Und Schrottherapie kann man halt auch eben zu Hause machen. Genau. Machst du bestimmte Übungen für deinen Rücken? Also ich mache die Schrottübungen, die stehen hier in dem Heftchen, was ich von der Klinik bekommen habe. Darin sind bestimmte Übungen, die für meinen Rücken speziell ausgesucht wurden und die ich eben machen muss. Und sie haben dann bei der Aufnahme einfach angekreuzt, welche ich brauche und was auch meine wichtigsten Übungen sind, wurde dann herausgestellt nach einer Woche. Und es sind bei mir eben die Kopfspannbeuge, der Türrahmen zwischen 2 Stäben und der Schulterzug. Dann kam da auch meine Skizze, wo ich meine Reissäckchen hinlegen muss, falls ich das zu Hause einfach vergesse. Dann sind da die Übungen und dann sehe ich halt auch auf dem Bild einfach, wie die Übung ausgesehen hat, falls ich es nicht mehr weiß. Und auch das Ziel dazu, was dadurch bewirkt werden sollte. Was würdest du einem jungen Menschen raten, der erfährt, dass er oder sie Skoliose hat? Was würde ich raten? Geht in eine Reha-Klinik, so schnell wie möglich, stellt so schnell wie möglich einen Antrag, tragt so viel wie möglich das Korsett. Es hilft, auch wenn es weh tut am Anfang. Ich habe dort auch Patienten mitbekommen, die es nicht getragen haben über längere Zeit, die sich dann in der Reha auch das Korsett einfach in den Schrank gestellt haben und meinten, nee, sie haben keins. Man hat es beim Endergebnis einfach gesehen, der ein Korsett fleißig getragen hat zu den Übungen und wer nicht. Es hat sich einfach
verbessert oder mehr verbessert, wenn du halt eben dein Korsett anhattest. Und auch wenn man es nicht anhatte oder es mal schleifen lassen hat, hat man auch gesehen. Ich habe 3 cm bekommen durch die Aufrichtung und andere hatten halt dann nur 0,5. Und daran haben auch die Ärzte gemerkt einfach, ja okay, wir haben das Korsett getragen oder ja nein, wir haben es nicht getragen. In der Nacht war es auch bei mir eine Umstellung, weil ich es vor der Reha nachts nicht getragen habe, weil es ja eigentlich ein Regli-Korsett ist. Das heißt, ich habe Bügel dran oder durch meine Arbeitsstelle hatte ich halt jetzt keine Bügel mehr dran. Ich arbeite nämlich als Kinderpflegerin in einer Krippe. Und da mit Bügeln ist ja nicht so lustig, wenn man die Kinder mal hochheben sollte. Es ging einfach nicht. Und deshalb bekomme ich jetzt abnehmbare dran, dass ich auch einfach immer noch eine Erinnerung habe, du, es passt gerade nicht, steh mal gerade. Du lässt dich gerade ein bisschen fallen. Dafür sind die Regli-Bügel eigentlich da. Man sollte sich halt nicht dagegen halten. Ich habe sie damit auch schon verbogen. Also wenn man ein neues Korsett bekommt, braucht man erstmal den Scan. Wenn du das Korsett bekommst, braucht man meist 1, 2 Termine von früh bis spät, dass es angepasst wird. Was auch gar nicht schlimm ist, weil ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Und man sollte sich dann eigentlich auch nicht aufregen, wenn es so lang dauert, weil es ist ja auf jeden Körper zugeschnitten. Und wenn du in dieser Zeit, wo das hergestellt wird, in diesen 2 Wochen meistens zugenommen hast oder abgenommen hast, können die Mitarbeiter ja gar nichts dafür. Oder gewachsen, das kann ja immer mal sein. Wenn man es dann eigentlich hat und es passt, dann kommt man so in regelmäßigen Abständen von 4 bis 6 Wochen erstmal. Und wenn dann nichts ist, kann man eigentlich halbjährig kommen. Außer es ist halt eine Druckstelle oder irgendwas, was man sich nicht erklären kann, dann kann man anrufen und sich einen neuen Termin ausmachen. Halbjährig ist es dann eigentlich nur noch, dass die Korsettbauer sicher gehen können, dass es noch da drückt, wo es drücken sollte. Und wenn man eigentlich, hat es bei mir mal zum Drücken aufgehört, dann bin ich auch zur Polik gegangen und die haben das dann einfach nachgestellt, dass es dann wieder gedrückt hat. Aber halbjährig ist es eigentlich dann schon, dass sie sehen, passt es noch, passt es nicht, brauchen wir vielleicht sogar schon Neues oder hat sich irgendwas verändert, hat sich eine Skoliose dazu entwickelt oder ist die Skoliose besser geworden, brauchen wir mehr Polster, brauchen wir weniger Polster. Genau, dafür ist die Kontrolle dann halbjährig noch da.